Herzlich willkommen im Herzen von Roba Music, einem führenden, weltweit tätigen Musikverlag in Hamburg. Zwischen goldenen Schallplatten und allerlei Trophäen treffen wir Christian, den Geschäftsführer von Roba, und seine Kollegin Luisa, die den Bereich Sync und Lizenzen betreut. Christians Buch Der Musikverlag gehört zu den wissenschaftlichen Standardwerken zum Thema Music Publishing. Freut euch also auf reichlich Expertise und Insights, was es in einem Musikverlag so alles zu tun gibt. Los geht's! Ja, willkommen heute hier bei Roba Music Publishing. Wir sind ein Musikverlag in Hamburg und gehören zu den führenden Unternehmen auf diesem Bereich. Wir möchten euch gerne heute mitnehmen auf eine Reise, was bei uns die Berufsbilder für unterschiedliche Ausgestaltungen haben. Ich bin Christian Bayerle, ich bin Geschäftsführer des Musikverlages seit 1994 und ich sitze hier zusammen mit Luisa Rösner, ich bin Sync- und Licensing Managerin bei Roba, noch nicht ganz so lange dabei, 5,5 Jahre sind es jetzt ungefähr. Genau, ihr fragt euch sicherlich, was macht eigentlich ein Musikverlag? Was ist der Unterschied zum Label? Was ist der Unterschied zu einer Musikproduktionsfirma? Wir kümmern uns darum, dass die Komponistinnen und Komponisten, die oftmals gar nicht so sichtbar sind, wenn sie vielleicht auch gar nicht der Künstler oder die Künstlerin auf der Bühne sind, dass die ihre Tantiemen bekommen, dass die Werke weltweit registriert werden. Und wir kümmern uns um die weltweite Auswertung dieser Musikkomposition. Welche Berufe gibt es bei uns hier bei Roba? Das können administrative, kreative Berufe sein. Das geht von Werkmeldung, Registrierung, rechtliche Themen bis hin zu den Bereichen der Auswertung, das Hören von Musik und Finden neuer Talente, bis hin zur Platzierung unserer Musik im Bereichen Film und TV. Und darüber kann uns Luisa sicherlich ein bisschen mehr erzählen. Genau, wie schon gesagt, ich bin im Sync- und Licensing-Bereich unterwegs. Einfach ganz kurz an einem Beispiel erklärt, wenn zum Beispiel ein Filmproduzent, eine Filmproduzentin in einer Filmproduktionsfirma wie in einer Serie oder einem Film ein Musikwerk verwenden muss, dann muss das sogenannte Filmherstellungsrecht geklärt werden. Das wird auch Sync-Right, Synchronisationsrecht genannt, denn in dem Moment, wo ein Bewegtbild mit einer Musik verbunden wird, wird es eben synchronisiert und in einen neuen Kontext gesetzt. Und dafür muss man die Originalberechtigten, die Urheberinnen und Urheber fragen. Und ich begleite eben diesen Prozess. Das beginnt bei dem Angebot über den Austausch mit den Originalberechtigten und dem Kunden bis hin dann zu dem Paperwork, also Vertrag, Rechnung, Meldung bei der GEMA. Und das kann von einem singenden Toaster zu einer Netflix-Serie wie zum Beispiel Kaulitz und Kaulitz, da haben wir viel dran gemacht, bis hin zu einer Werbekampagne, da hatten wir dieses Jahr eine tolle McCrispy-Kampagne mit H.P. Baxter, wirklich alles Mögliche sein und das ist ein sehr, sehr vielseitiger Bereich, der jeden Tag was Neues bietet auf jeden Fall. Genau, und man fragt sich natürlich, was muss ich eigentlich mitbringen, um in diese Berufsbilder zu passen? Da haben wir eine ganz feste Meinung zu, das kommt natürlich auf den Bereich drauf an und wenn es um Musikberatung oder ähnliches geht, ist es natürlich schon spannend, da eine, Ausbildung oder zu studieren in einem Bereich, der angelagert ist, Musikproduktion, Filmproduktion, Herstellung, das alles kann das Musikwissenschaften, der ganze Bereich ist da sicherlich hilfreich. Das setzen wir oftmals voraus für die einzelnen Bereiche. Aber was ganz wichtig für uns ist, denn wir bringen euch das Musikverlegerische, das können wir sehr gut beibringen. Wir haben da eine lange Erfahrung und Historie. Was wir brauchen, ist aber dieser Grundstock an Ausbildung plus, und das ist das Key-Element, ist der Wille, immer etwas Neues zu erkunden, täglich zu lernen, immer wieder neue Dinge sich anzuschauen und daraus zu lernen. Diese Neugierde, ich nenne es einmal diese Neugierde auf Neues, das ist das, was wir hier ganz besonders bei unserem Bewerbungsprozess schätzen. Und genau, wie war das eigentlich bei dir mit deiner Neugierde, Luisa? Wie hast du den Einstieg geschafft? Ja, also vor 5,5, 6 Jahren irgendwie so saßen Christian und ich tatsächlich in diesem Konferenzraum und ich habe mich in meinem Rahmen meines Musikmanagementstudiums für ein Praxissemester beworben. Und ich fand den Bereich Sync einfach spannend, muss ich sagen. Und natürlich hatte ich so ein bisschen grundlegendes Vorwissen aus dem Studium. Aber ich habe mich beworben. Ich würde behaupten, wir haben auf einer Musikbegeisterungsebene ganz gut kommuniziert. Das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, da begeistert zu sein und auch über den Tellerrand hinausschauen zu
können. Und ich bin, wie man sieht, nie gegangen, denn mir wurde damals dann in Aussicht gestellt, dass ja am Ende meines Praktikums ein Mitglied des Teams in Rente geht. Und das hat alles einfach ganz wunderbar gepasst. Und seitdem bin ich immer noch hier und finde jeden Tag die Dinge neu. Genau. Timing ist natürlich auch immer es spielt überall eine Rolle. Das ist sicherlich wichtig. Aber erzähl uns doch noch mal ganz kurz, was begeistert dich an deiner Arbeit jetzt speziell? Ja, also auf jeden Fall ist man natürlich umgeben von tollen, kreativen Dingen. Also das kann ein toller Titel sein, der entweder total bekannt ist oder den man vielleicht irgendwo in den Tiefen des Systems ausgegraben hat, der irgendwie eigentlich mega der Vibe ist. Oder das können tolle Menschen sein, vielleicht ein netter Urheber, eine nette Urheberin am Telefon, wenn man im Lizenzprozess eine Freigabe einholen muss, die dann total begeistert sind, dass das Werk mal wieder verwendet wird. Ein Filmproduzent, der total begeistert von seiner Idee ist, wo vielleicht auch was Historisches dargestellt, wo man einen persönlichen Bezug zu hat. Also wirklich Menschen, Geschichten und natürlich das musikalische Gut, was einfach Spaß macht anzuhören. Und wo es auch einfach interessant ist, jeden Tag da vielleicht mal was Neues zu entdecken, was ich persönlich im Privaten vielleicht auch nicht unbedingt wo ich nicht so unbedingt begegnen würde. Genau, also das gibt schon vieles wieder, was auch bei mir den Ausschlag gegeben hat. Also die Begeisterung mit Menschen, mit der Musik zusammenzuarbeiten. Diese Momente, die unglaublich toll sind, wenn man zum Beispiel Musik unterlegt bei einem Film, wenn man erst die Szene sieht ohne Musik, die Eröffnungsszene und plötzlich mit Musik. Das ist also wirklich Gänsehautpotenzial hat das. Oder wenn ein Urheber oder eine Urheberin kommt und sagt, Mensch, das war aber eine Sache, die jetzt für uns beim letzten Songwriting Camp den Ausschlag gegeben hat, dass ich da jemanden kennengelernt habe, der genau das irgendwie seelenverwandt ist und ich texte und er oder sie macht die Musik dafür. Vielen Dank, dass ihr das arrangiert habt. Das ist ganz, ganz toll und wir sind darüber begeistert in dieser Zusammenarbeit. Und das ist es, was uns, glaube ich, jeden Tag wieder motiviert in diesem wunderschönen Beruf. Worauf achtest du denn, wenn du jetzt die Bewerbungen anschaust und was meinst du, wie entwickeln sich die Dinge da so hin? Also ich glaube, das spricht eine sehr deutliche Sprache. Wir gucken natürlich, dass es passt, dass eben wir finden heraus, wie sehr möchte man Neues lernen, wie möchte man eben diese Neugier haben. Aber auf der anderen Seite ist es eben auch so, wir brauchen auch diese Skills, die heute neben der Musikbegeisterung eine ganz, ganz große Rolle spielen. Das sind eben die Skills für Automatisierung, KI, Technikaffinität. Es ist schon so, unsere Musik ist digital verwertbar und deshalb müssen wir auch ein digitaler Musikverlag sein. Und da achten wir natürlich ganz gesondert drauf. Einladung von meiner Seite natürlich, schaut euch das Ganze auf www.roba.com an. Dort findet ihr auch unsere aktuellen Stellenanzeigen und wir würden uns freuen, euch kennenzulernen.